Hallo und willkommen zurück zu Teil 2 meines Power of the Force Videos. Dieses Mal geht es, wie im ersten Video schon angekündigt, um meine Funde. Was habe ich auf der Power of the Force mitgenommen? Von Toys über, ja, lasst euch einfach überraschen. Es war auf jeden Fall einiges. Wie vor dem Intro erwähnt, heute gibt es den zweiten Teil meines Power of the Force Videos. Ja, im ersten Teil habe ich euch ja über die Convention berichtet, über die Leute, über die Community, die ich da getroffen habe, über die ganzen Cosplayer und wie mir das Event gefallen hat. Ja, in diesem Video jetzt hier im zweiten Teil geht es um die Ausbeute, die ich gemacht habe, die Funde, die ich gemacht habe. Und wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen haben solltet, dann verlinke ich das hier oben nochmal. Könnt ihr gerne nochmal reinklicken, wenn euch ja, Convention-Videos interessieren. Ansonsten gibt es jetzt hier, wie gesagt, meine Funde. Und auch das möchte ich wieder zweiteilen, denn ich habe einmal ja, Sachen zur Power of the Force mitgebracht bekommen, die ich schon vorher in einem Sale gekauft habe oder über Facebook-Gruppen gekauft habe. Und ich habe zusätzlich noch weitere Sachen vor Ort gefunden. Anfangen möchte ich jetzt mit den Sachen, die ich mitgebracht bekommen habe. Und zwar einmal vom Mayo vom Kanal. Kennt ihr noch? Ja, habe ich eine Figur mitgebracht bekommen. Da hatte er mich angeschrieben gehabt und hat gemeint, ja, hat er auf dem Flohmarkt gefunden, ob ich den haben möchte. Und ich sagte, ja, auf jeden Fall. Und er hat mir einen Schlumpf, einen schwarzen, einen Angry Schlumpf mitgebracht. Finde ich total toll. Mayo, nochmal vielen, vielen Dank. Den hatte ich noch nicht in der Sammlung gehabt. Und der sieht wirklich, wirklich klasse aus. Also Mayo, vielen Dank für den Schlumpf auf der Star Wars Convention. Ja, Leute, dann hatte ich bei Steinedorf in einem Facebook-Sale zugeschlagen. Steinedorf habe ich ja auch schon mal in meinem ersten Video der Convention erwähnt, beziehungsweise auch in älteren Videos von mir auch schon, weil ich da regelmäßig eigentlich kaufe. Olli, Basti, nochmal schöne Grüße an euch. Und auch da war es wieder so, ich habe ein paar Sachen bei ihnen gekauft und dann haben wir ausgemacht, halt hier, ihr braucht es nicht zu verschicken, sondern bringt es einfach mit auf die Power of the Force. Da bin ich da und dann kann ich die Sachen einfach abholen. Und einmal auch wieder nichts Star Wars-Likes, aber ich habe sogar noch was von Star Wars gekauft gehabt bei ihnen. Nichts Star Wars-Likes. Ich habe ein Mikrofon gekauft, Leute. Ihr werdet es nicht glauben. Jetzt sagt ihr, was, ein Mikrofon? Ja, ich brauche ein neues Mikrofon hier und deswegen nehme ich jetzt das Michael Jackson Mikrofon. Ist das nicht geil? Ein Michael Jackson Mikrofon in OVP, das ist noch sealed. Cordless Electric Microphone transmits your voice through any AM radio. Das heißt, du kannst das wohl, es hat wohl einen Klinkenstecker, gehe ich mal von aus, dass du es halt an ein Radio anstecken kannst und kannst da wahrscheinlich was mit aufnehmen. Ich finde es total krass, ich finde es total cool. Ja, Michael Jackson, ich glaube, da ist er auch schon ein bisschen operiert, glaube ich, an der Nase. Aber so, wie man ihn halt eigentlich noch aus den 80er Jahren kennt. Das ganze Set ist von Elgin, der Firma Elgin, und ist aus dem Jahr, ich glaube 84 war es, irgendwo hatte ich es gesehen gehabt, irgendwo habe ich es gesehen, ich weiß nicht mehr wo, doch hier unten steht es, genau, hier unten auf der weißen, auf der gelben Weste hier, 1984 Elgin. Ich finde es einfach total toll, ja, hier wird, ja, man sollte annehmen hier, dass er seinen weißen Glitzerhandschuh, Gott was ein Wort, anhat. Ja, und der hält das Mikrofon hier. Auf dem Mikrofon selbst ist auch nochmal ein Aufkleber drauf vom Jacko. Ich finde es total, total toll. Ja, wie gesagt, das Ding ist noch original zu und das Schöne auch auf der Rückseite ist, man weiß ja gar nicht, welche Seite man da vorne ins Regal stellen soll. Auf der Rückseite ist auch nochmal das Porträt, was vorne angerissen ist hinten nochmal komplett drauf. Ich finde es total klasse. Ein Michael Jackson Mikrofon, der größte Pop-Künstler der 1900er Jahre, oder? Was sagt ihr? Dann ebenfalls bei Steinedorf mitgenommen, auch schon vorher gekauft gehabt, ist eine Star Wars Vintage-Figur auf Karte, Mock, und wie ihr wisst, Return of the Jedi, also Rückkehr der Jedi-Ritter, ist mein Lieblings-Star Wars-Film. Und da habe ich auch den nächsten Mock, den nächsten Vintage-Mock bekommen. Und zwar ist es ein Ewok, und zwar Lockrey, der Medizinmann. Karte ist noch unpunched.
Ja, Karte ist in einem schönen Zustand, hat hier oben einen kleinen Knick. Der Blister ist relativ gelb, das ist ja leider sehr oft der Fall, auch speziell bei den Return of the Jedi Karten vom 3. Teil oder vom 6. Teil, je nachdem wie man es sieht. Aber die Karte ist wie gesagt unpunched, der Blister hat keine Cracks, sitzt fest auf der Karte drauf und ist auch von 1983. Wenn man so alt ist, dann darf man auch meiner Meinung nach ein bisschen gelb sein, also von daher alles schön. Die Rückseite, ja, bei mir war es ja oft so, ich habe ja auch schon mal ein Video über meine Cardbacks aus der Kindheit gemacht, da habe ich die Figuren hinten immer durchgeixt, mit dem Kuli ganz dick und fett durchgekreuzt, die ich schon hatte. Hier, wie ihr seht, ist nichts dran. Ja, die Figur ist noch, ja, nagelneu. Ein schöner Mock in einem etwas gelben Blister, aber trotzdem eine schöne Bereicherung für meine Star Wars Sammlung. Ja Leute, und das dritte Teil, und das dritte und letzte Teil von Steinedorf ist auch etwas für mich ganz Besonderes, denn davon habe ich noch nichts. Es ist aus einer 80er Jahre TV-Serie, Serie, eine Action-Serie, die früher, glaube ich, im ZDF relativ spät gelaufen ist. Wahrscheinlich war das damals so. Das ganze Teil ist von 1981 und es ist eine Taschenlampe von Tom Selleck, eine Taschenlampe von Magnum. Ein tolles Merchandise, ja, zu einer Serie, zu der es, glaube ich, gar nicht so viel Merchandise gibt. Ich habe es schon wieder runtergehört, ich zeige es euch ein bisschen länger. Zu der es, glaube ich, gar nicht so viel Merchandise gibt. Es gibt den Ferrari, meine ich, es gibt eine Tom Selleck, glaube ich, auch Figur. Ich weiß nicht, ob es von Ertl ist oder auch vielleicht von Elgin war. Das tolle Set hier ist von Yaru, noch nie gehört. Ja, es ist wie gesagt eine Taschenlampe. Es ist sogar eine Batterie dabei. Wenn man das auf den Bildern sehen kann, die Batterie ist ein bisschen oxidiert hier im Blister. Ja, also es ist noch die Originalbatterie drin, alles ist noch sealed. Ich bin am Überlegen, weil es ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber trotz alledem bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht den Blister irgendwie aufschneiden kann. Ganz vorsichtig die ausgelaufene, oxidierte Batterie rausholen und eine neue, eine frische reintun kann. Oder ob ich es erstmal einfach so lasse. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr damit machen würdet. Außer vielleicht, wenn ihr es nicht mögt, wegzuschmeißen. Nein, das bleibt in meiner Sammlung. Aber was ihr mit der Batterie machen würdet. Der Hintergrund oder die Backkarte ist sehr, sehr einfach. Nämlich Pappe, blanke Pappe, nichts dran. Aber trotzdem, wie gesagt, Magnum, glaube ich, ist sehr, sehr selten, dass es da Merchandise von gibt. Umso mehr freut es mich, da jetzt endlich etwas davon gefunden zu haben. Ja Leute, das waren die Funde oder die Mitbringsel von Steinedorf. Als nächstes habe ich vom Marco, auch Grüße an dich, schöne Sachen mitgebracht bekommen. Die haben wir auch schon vorher ausgemacht. Ja, er hat es mir vorher schon angeboten und ich habe dazu gesagt. Und zwar zum einen, was richtig, richtig toll ist, was mich super freut, ist ein A-Team Brettspiel. Ich hoffe, das kriegt man hier so drauf und hoffe, das Licht blendet nicht so, weil es ist nämlich noch in Folie, es ist noch original verpackt. Ja, ein A-Team Brettspiel von Clipper. Ja, Clipper ist wahrscheinlich das Parker, weil das Symbol ist das gleiche, das Parker aus Benelux, aus den Niederlanden, weil ich denke, das ist belgisch oder niederländisch die Schrift. Ja, aber es ist noch sealed, ist ein wunderschöner Zustand. Ja, hinten auch nochmal A-Team Brettspiel. Es hat zwei kleine Löcher, also die Folie ist einmal hier ab und einmal hier oben. Da müsste die Folie nochmal ab sein, ja, also sind kleine Löcher drin, aber ansonsten ist es wunderschöner Zustand. Es ist von 84, Parker Brothers steht auch drauf und Made in France to Clipper Benelux Amsterdam Brüssel. Ja, also wirklich Benelux, wie ich schon gesagt habe. Ein sehr, sehr schönes Spiel, nur original verpackt. Das reiht sich nahtlos in meine schöne Spielesammlung ein, als auch zu den Merchandise-Sachen der TV-Serien der 80er, der Action-Serien, wie Magnum, was ich eben gezeigt habe, wie Airwolf, ja, wie Knight Rider. Das sind alles so diese Serien, mit denen ich aufgewachsen bin und da kommt das genau richtig. Das zweite, was er mir dabei gelegt hat, ist ein Colorforms, ja, das habe ich bei ihm gekauft. Vom A-Team, das sind 4 Colorforms Sticker, Holographic Sticker. Ja, und dieses Set
habe ich schon. Ja, allerdings habe ich hier den einen oder anderen leichten oder kleinen Knick hier unten in der Ecke. Das Set hier ist wunderschön. Deswegen, wenn einer mein Set haben möchte, weil das tausche ich aus. Das hier bleibt jetzt in der Sammlung, das andere kann gehen. Ja, da habe ich 20 € für bezahlt. Wenn da einer Interesse dran hat, an dem anderen, wie er das so einen Knick hier unten drin hat, da möge er mich gerne anschreiben oder im Video kommentieren und dann kriegen wir das mit Sicherheit geregelt. Wie gesagt, wenn jemand das haben möchte, das Ganze ist auch von 1983, ja, also wirklich ein schönes altes Teil aus den 80er Jahren. Ja, also vielen Dank nochmal hier, Marco. Dann war aber noch nicht alles. Dann habe ich von ihm bekommen, und ich zeige es jetzt einfach mal so. Ich mache es erstmal so. Er hat noch ein paar Star Wars Vintage Figuren gehabt und ich habe hier eigentlich weitestgehend nur die Figuren, die ich damals als Kind hatte oder von meinen Eltern gekauft bekommen habe oder von meinen Brüdern vererbt bekommen habe, nenne ich es mal. Aber den hier hatte ich nie gehabt oder haben wir nie gehabt, und zwar den Greedo. Greedo hatten wir nie. Und er hatte den gehabt, hat mir angeboten und da habe ich ja gesagt. Er ist mit der Originalwaffe dabei, also die Original-Vintage-Waffe ist dabei. Kein Repro, kein irgendwie eine andere Waffe, sondern das ist Greedos Waffe hier in einem wunderschönen Zustand. Er hat keinen Farbabrieb, nichts. Da konnte ich auch nicht Nein sagen. Dann machen wir das Ganze so. Und dann hatte er noch gehabt einen Speederbike von Star Wars. Wiederum vom dritten Teil, oder sechsten Teil, den ich so liebe, von Return of the Jedi, in einem wunderschönen Zustand. Ganz wichtig hier hinten, die Klappen von dem Heck sind noch dran, ja, die sind meistens abgebrochen oder fehlen, die sind noch dran, das Ding ist vollständig, ja, und er hat mir dann noch den Biker Scout hier oben kostenfrei, Leute, müsst ihr euch mal überlegen, kostenfrei mit dazugelegt, damit er auch eine Figur drauf sitzen kann, also den Speederbike mit der Figur, und hat mir noch 2 Figuren reingelegt. Ja, einfach so, und zwar einmal auch wieder 2 Star Wars Vintage Figuren, einmal Chewie und einmal Han Solo im Bespin Outfit von Das Imperium schlägt zurück. Ja, auch sehr schön. Auch die gehen natürlich in meine Sammlung, die gebe ich nicht wieder her. Also vielen lieben Dank, Marco, nochmal für diese ganzen Sachen. Und dann habe ich noch was von ihm bekommen. Kein Star Wars diesmal, sondern auch das hat er mir so beigelegt, nenne ich es mal. Und zwar einen schönen Stoffplüsch Marshmallow Mann von den Ghostbusters. Finde ich total cool. Auch der bekommt hier natürlich ein schönes Plätzchen in meiner Sammlung. Ja, und der Marco hat auch einen kleinen Stand gehabt, hat auch ein bisschen was verkauft dort. Die Sachen, wie gesagt, habe ich alle schon vorher mit ihm ausgemacht gehabt. Die hat er nur mitgebracht. Dann habe ich aber bei seinem Stand noch was Schönes gefunden. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist wieder etwas nicht aus dem Star Wars Universum, sondern, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, von der Konkurrenz, nämlich aus dem Star Trek Universum. Faszinierend. Und da hat er was stehen gehabt, das konnte ich nicht mitnehmen. Eine Mego-Figur von Star Trek, der Film im Morax Case, ja, von 1979, und zwar ist das der gute Decker. Der Blister der Figur ist ein bisschen angeknickt oben, eingedellt, aber sitzt fest auf der Karte. Karte ist in einem sehr schönen Zustand und man kann das einfach hier unten, das Case aufmachen. Das hat hier unten, ist es, ich weiß nicht, ob man das sieht, ja, hier oben, die Ecke ist in Ordnung, ja, hier unten, ja, oder hier oben jetzt die Ecke, die ist abgebrochen. Ja, er hat das Case quasi so dazugegeben. Ich wollte die Figur eigentlich aus dem Case rausholen, damit es nicht so spiegelt für euch. Das Problem ist aber, dass die Figur echt stramm oder spack, wie man auch sagt, in dem Blister drin sitzt. Und als ich ihn versucht habe rauszuschieben, ihr seht hier neben, ich halte es mal so, er hat hier neben an der Seite und daneben an der Seite, wo die Karte drin sitzt, so kleine Klammern, wo die Karte so reingeschoben wird. Und beim Rausschieben, ich habe sie minimal draußen gehabt, kratzt die über die Seite von der Karte und kratzt die Farbe von der Karte ab. Das ist mir minimal passiert hier. Deswegen dachte ich mir, nee, ich lasse drin. Müsst ihr leider die Figur durch das Acrylcase angucken. Ist aber nicht weiter schlimm, hoffentlich.
Ja, also wie gesagt, eine Star Trek-Figur hat er sich getraut, auf der Star Wars Convention auszustellen. Und ich habe sie ihm ganz schnell vom Tisch weggenommen und habe gesagt, hier, die nehme ich mit. Finde ich sehr, sehr schön. Ist auch meine erste, muss ich sagen. Meine erste Mego-Figur in der kleinen Größe. Ich habe schon 3 Stück vom Film in der großen Figurengröße. Ja, also meine erste hier und die wandert auch so in die Sammlung. Also vielen Dank, lieber Marco. Ich habe noch ganz was vergessen. Das steht hier nämlich hier unten neben meinem Platz. Ja, und auch das hatte ich schon mit dem Marco vorher gedealt und das hat er mir mitgebracht. Das ist ein Star Wars Raumschiff, welches seinesgleichen sucht, was ich früher als Kind immer haben wollte, aber auch da war es wie bei den Masters of the Universe so, wir haben eigentlich meistens nur Figuren bekommen, weil die Fahrzeuge halt wirklich, wirklich teuer waren und dann lieber 3, 4 Figuren anstatt ein Fahrzeug. Und jetzt habe ich es aber bekommen von ihm. Es ist zu 99% komplett und ich beuge mich jetzt mal runter und hebe es für euch hoch, damit ihr das seht. Ja, und zwar hat er mir mitgebracht den rasenden Falken von Han Solo. Die Vintage-Variante, ich glaube der hier ist von 1979. Ja, hier den Fuß kann ich einklappen. Den Fuß klappe ich auch mal ein. Zack, gequietscht. Er ist soweit komplett. Das Einzige, was fehlt an dem guten Stück, ist wie fast immer, ich kann hier den Deckel abnehmen und da sind noch ein paar, ich kann es euch mal zeigen, noch ein paar Teile drin und weitere Teile noch habe ich noch in dem Tütchen. Es fehlt natürlich der Arm mit der Kugel dran, wo Luke halt in Episode 4 oder im ersten Film, eine neue Hoffnung, halt an der Kugel mit seinem Lichtschwert übt. Die fehlt wie zu 99% immer bei dem Falken, leider Gottes. Ich habe keine große Hoffnung, aber ich mache trotzdem mal den Aufruf, wenn ihr die haben solltet, ja, und ihr sie loswerden möchtet, dann schreibt es doch gerne einfach mal in die Kommentare oder schreibt mich einfach an. Ansonsten, wie gesagt, ist das Teil in einem wunderschönen Zustand. Ja, ich freue mich so dermaßen, dass ich den Falken, den rasenden Falken jetzt in meiner Sammlung habe. Ein Riesenteil, er ist wunderschön, es ist alles noch ganz. Ja, das freut mich. Ich habe nur ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wohin damit. Der ist echt groß, aber trotzdem, der musste in die Sammlung rein. Als er den angeboten hat, konnte ich nicht Nein sagen. Und somit habe ich mir wieder einen weiteren Kindheitstraum erfüllt. Ja Leute, dann an einem weiteren Stand habe ich etwas gefunden. Auch nicht Star Wars, aber er hatte sehr viele filmrelevante Sachen zu verschiedenen Filmen, von Comics über Aushangfotos, über Figuren natürlich, über Merchandise, hatte sehr viel da. Und auch hier wieder Danke an meine Freundin, die hat das nämlich gesehen, weil ich wollte erst gar nicht gucken gehen an dem Stand, aber hatte das gesehen, hat es mir gezeigt und dann bei dem Preis konnte ich auch nicht Nein sagen. Ich habe hier einmal einen Super 8 Film und zwar Der Weiße Hai Teil 1 und einen Super 8 Film Der Weiße Hai Teil 2. Richtig schön. 2 Super 8 Filme in einem sehr schönen Zustand. Ja, bei Super 8 ist es ja immer so, die Filme wurden teilweise aufgeteilt auf 2 oder 3 Rollen, die wurden dann einzeln verkauft. Trotzdem ist das halt ein Zusammenschnitt, es ist meist nie der komplette Film, so wie wir ihn jetzt halt einfach auf Blu-ray oder auf DVD kennen, wenn wir ihn einlegen. Es sind jeweils 110 Meter Filmrolle dabei. Ja, steht noch Magnetton. Und ich habe immer noch nicht geschafft, meinen Super 8 Filmbetrachter wirklich zum Laufen zu bringen. So, ich zeige es euch nochmal hier. Hier sind die Rollen drin. Ja, mache ich ganz schnell wieder zu. Ja, aber es ist wunderschön und ich liebe halt diese Hüllen einfach. Das ist ein Zeitzeugnis des Films. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Datum drauf steht. Ne, hier steht kein Datum drauf, aber das wird ja Ende der 70er Jahre wahrscheinlich gewesen sein, dass die rausgekommen sind. Also richtig cool. 2 Super 8 Filmrollen, Der Weiße Hai 1, Teil 1 und Teil 2. Und dann hatte er noch was gehabt, was super in mein mittlerweile bevorzugtes Sammelgebiet fällt, nämlich alles zum Arnold Schwarzenegger oder zu Sylvester Stallone. Und das hatte er gehabt und da konnte ich nicht Nein sagen. Es ist noch original verpackt. Ich habe hier einen Terminator 2 Endoskelet oder Skeleton steht hier, Endoskeleton, ja, von 1997. Es ist noch in Box
Ja, guckt euch mal diesen Karton an, der ist richtig, richtig schön. Collector Series Super Classic steht hier drauf. 15 Zoll groß die Figur. Ja, von 1997. Ich hoffe, man kriegt das eingefangen hier. Und hier steht, try me, press the button. Ja, und ich mache das gerade mal, gucken, ob ihr es hört. Da fliegt irgendwas in die Luft, oder? Also richtig, richtig cool. Und die Augen leuchten auch dabei. Und ich habe hier auch noch das Gewehr, was auch noch was macht. Da sind 3 Knopfzellen drin. Also auch ein Gewehr, durchsichtig. Also richtig, richtig cool. Und wenn ich drauf drücke, weiß nicht, ob man es halt sieht, da leuchten die Augen auch. Vielleicht habt ihr es gesehen. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob ihr es gesehen habt. Aber ein Riesenteil, der diesmal in meine Schwarzenegger Terminator-Sammlung wegwandert, ist von der Firma Toy Island. Die haben ja auch Ende der 90er, Mitte der 90er sehr viele Sachen produziert, auch zu Filmen. Ja, und ich freue mich, auch ein geiler Karton, guckt euch mal den an. So ein bisschen abgeschrägt. Ja, richtig cool. Freue mich, den jetzt auch in meiner Sammlung zu haben. Und wie ihr merkt, ich stehe halt einfach auf die großen Teile. Ich mag es halt einfach groß. Und der hier passt super in die Sammlung. Ja, Leute, und das waren die Sachen, die ich dort abgeholt oder dort gekauft habe auf der Power of the Force. Aber es war noch nicht alles, denn das Highlight habe ich mir jetzt zum Schluss aufgehoben, denn ein Sammler, den ich gar nicht persönlich kannte, den ich auch wieder von Facebook kannte, immer mal gelesen, er hat auch eine richtig krasse Sammlung, der hat mich angesprochen, wir haben uns das erste Mal dann live gesehen. Und er hat gesagt, hier, ich habe hier was für dich, für deine Sammlung. Ich habe zuletzt eins deiner Videos gesehen, wo du gesagt hast, dass du dich auf Schwarzenegger und auf Stallone beschränkst und ich möchte dir einfach was geben. Hoffe, das gefällt dir. Und da war ich schon perplex, wie ich es immer bin. Ja, und dann hat er so einen kleinen so einen kleinen braunen Briefumschlag und dann zieht er da was raus und sagte, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ich weiß auch gar nicht, ich habe mich tausendmal bei dir bedankt, mein Lieber, aber ich mache es jetzt hier auch nochmal. Vielen Dank dafür, das ist ja das Highlight, das war das ganze Highlight wirklich der Power of the Force für mich. Du hast mir eine Blu-ray geschenkt von Sylvester Stallone, von dem Film Lock Up, Überleben ist alles. Und diese Blu-ray, ich zeige es in die Kamera, ist von Sylvester Stallone selbst signiert worden. Hier ist die Unterschrift drauf von Stallone. Es ist eine Original-Unterschrift von Sylvester Stallone. Er hat mir das Beweisfoto gezeigt, wo Stallone die ganzen Sachen unterschrieben hat, mit ihm zusammen drauf. Ja, also er hat ihn mal getroffen und hat gesagt, ich schenk's dir, ich möchte dir was Gutes tun. Ich finde deine Videos toll, ich finde deine Sammlung toll und ja, hier ist die Blu-ray von Sylvester Stallone. Ich war sprachlos. Ich habe sogar ein bisschen gezittert, muss ich sagen. Ja, ich finde es total krass. Ich mag hier Autogramme und auch wenn man Fotos mit den Leuten macht und so weiter, ja, ist auch sehr schön, je nachdem wer es halt ist. Bei Stallone wäre ich sofort Feuer und Flamme. Autogramm von ihm habe ich noch nicht, aber zu wissen, dass das hier von einem Sammler kommt, dass es echt ist, ja, weil ich habe das Beweisfoto wirklich gesehen. Da kann ich gar nicht genug danken, ja, und ich finde es einfach total klasse und selbst jetzt, so 2 Tage, nachdem ich das Video jetzt aufnehme, nachdem wir uns getroffen haben und mir das übergeben hast, bin ich immer noch recht sprachlos, ja, deswegen möchte ich es gar nicht länger machen und rumdrucksen wie nötig. Ich sage einfach nochmal vielen, vielen Dank. Das waren meine Funde, meine Ausbeute, meine Mitbringsel von der Star Wars Convention, von der Power of the Force 2024 in Köln. Ich finde es mega, ich freue mich über jedes Teil extrem. Ja, jetzt seid ihr natürlich wieder dran. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Funde fandet. Ja, wie ihr, wenn ihr auf der Convention wart, natürlich auch die Convention fandet. Ja, ich freue mich natürlich immer wieder über Feedback von euch. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und ja, Leute, in diesem Sinne beschließe ich mein Power of the Force Convention Video Teil 1 und Teil 2 und sage einfach mal, Leute, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video, beim nächsten Live-Chat oder auch persönlich treffen. Macht's gut, euer Retro Rauner.